Spontaner Notfalleinsatz in der Aufbereitung. Das Auto ist nicht durch den TÜV gekommen wegen des blinden Scheinwerfers. Heute zeige ich dir, wie du das ganz einfach zu Hause mit nur 3 Tools selber beseitigen kannst. Wir haben häufig Anfragen in der Aufbereitung von Kunden, die Probleme bei der AU und HU, also Hauptuntersuchung, hatten, weil ihr Scheinwerfer blind, trüb, matt, auf jeden Fall nicht mehr durchsichtig ist und dadurch die Lichtleistung und die Verkehrssicherheit beeinträchtigt ist. Ganz wichtig vorab zu sagen, wenn ihr euch das Thema ist die Aufbereitung von Scheinwerfern legal interessiert, dann belest euch darüber nochmal. Ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht, auch wie wir dabei intensiv vorgehen. Das soll jetzt hier nicht Thema sein. Spar dir den Kommentar, dass das alles nicht erlaubt ist. Es geht jetzt darum, wie du zu Hause ohne teure Tools, ohne Poliermaschine, ohne viel Arbeit diesen Scheinwerfer so weit wieder TÜV-fähig bekommst, dass der Prüfer beim nächsten Mal nicht mehr meckert. Und genau darum geht es ohne lange Vorrede jetzt. Bevor ich jetzt aber Hand anlege und euch zeige, wie ihr zu Hause das Problem beheben könnt, muss ich ganz kurz erklären, was haben wir eigentlich für eine Oberfläche und was ist die Besonderheit. Scheinwerfer bestehen aus Polycarbonat, also einem in dem Fall durchsichtigen Kunststoff, der aber UV- und Umwelteinfluss empfindlich ist. Umwelteinflüsse wie Regen und die Sonne würden den Scheinwerfer relativ schnell matt und trüb werden lassen, mit der Zeit würde er auch vergeben. Deswegen sind Scheinwerfer Klarlack beschichtet. Das ist also eine Art Klarlack auf der Oberfläche. Der Klarlack geht mit der Zeit kaputt, einfach weil er falsch gepflegt wird, falsch gewaschen wird oder auch gar nicht gewaschen wird. Dann kommt es dazu, dass das Polycarbonat erst trüb wird, dann wird es matt, manchmal vergilbt es und im schlimmsten Fall, und das ist hier schon eingetreten, fängt der Kunststoff an zu brechen. Er bekommt Spannungsrisse. Das ist definitiv ein Fall für den Austausch. Brauchen wir an der Stelle gar nicht mehr darüber diskutieren. Der Scheinwerfer muss eigentlich ersetzt werden. Wenn es jetzt aber darum geht, dass du einfach nur durch den nächsten TÜV kommen willst, dann gibt es jetzt eine Möglichkeit, wie du zu Hause ohne teure Tools vorgehen kannst. Und ohne große weitere Vorrede würde ich sagen, zeige ich dir jetzt, wie es losgeht. Bei der Methode zum Zuhause nachmachen brauchst du eigentlich nur 3 Tools, vielleicht noch ein 4., der optional ist. Du brauchst eine Scheinwerferpolitur, am besten wirklich Scheinwerferpolitur nehmen, weil die mit Sicherheit funktioniert. Ein hartes Polierpad und Klebeband, um deinen Lack vor der Politur zu schützen. Optional ist noch so ein Handpolierpuck, der wird einfach hinten drauf geklettet, dann hat man ein bisschen bessere Kraftübertragung und einem tun die Finger nicht so weh, aber der ist nicht nötig, um das gute Ergebnis zu erzielen. Ganz wichtig, ich zeige dir jetzt die Methode, die du unkompliziert zu Hause nachmachen kannst. Am Ende zeige ich dir noch, wie der Profi das ganze Problem regelt. Wichtig ist natürlich, das Auto vorher zu waschen. Am besten wäschst du es von Hand oder aber, wenn du das nicht möchtest, fährst du durch die Waschstraße. Ich will jetzt einfach nur einmal kurz zeigen, das ist jetzt hier nicht irgendwie Schmutz auf der Oberfläche, ne? Also wir haben jetzt die Oberfläche schon gereinigt und ich reibe jetzt hier wirklich mal eine Weile mit dem Tuch drauf rum. Also wenn ich danach trockne, Scheinwerfer sieht immer noch genauso bescheiden aus wie vorher. Das ist wirklich eine kaputte Oberfläche. Deswegen erster Schritt, Abkleben des Lacks. Wir wollen nämlich nicht, dass die Politur, die für Scheinwerfer gedacht ist und jetzt auch hier verwendet wird, auf den Lack kommt, den wir in dem Schritt gar nicht polieren wollen. Zum Abkleben nehme ich als Profi ein Lackabklebeband. Das hat den Vorteil, es ist überschleifbar und auch hitzebeständig. Das brauchst du jetzt bei der Handpolitur nicht unbedingt. Geh im Baumarkt und kauf nicht das billigste, sondern etwas besseres Malerkrepp. Das tut es auch. Dann einfach die angrenzenden Flächen abkleben. Je nachdem, wie sicher und handwerklich geschickt du bist, klebst du ein bisschen breitere oder dünnere Flächen ab. Ich verwende jetzt hier ein 19 mm dickes Band. Das lässt sich leichter so in schmale Bereiche reinkleben. Man kann natürlich auch, ein echter Lackierer würde mir jetzt eine Nackenschelle geben, weil man natürlich nicht so in Stückchen hier klebt, aber wir lackieren die Oberfläche ja nicht, sondern wir wollen sie ja nur vor der Politur schützen. Das heißt, kleb einfach so ab, wie du magst. Wie gesagt, wenn du dir ein bisschen unsicher bist, das erste Mal machst, kleb gerne noch mal eine zweite Bahn oder nimm einfach ein breiteres Tape, zum Beispiel 25 oder 30 mm. Das Profi-Klebeband bekommst du im Autopflegefachhandel. Alle Produkte übrigens unten verlinkt. Ansonsten Malerkrepp natürlich im Baumarkt deiner Wahl. Auch den verlinken wir dir unten. Bei jeder Art von Autopflegeprodukt müssen wir schütteln, bei Politur noch besser, denn in der Politur sind kleine Schleifkörper enthalten, die sich natürlich absetzen, weil sie schwerer sind als die Flüssigkeit. Das heißt, wir wollen sie gleichmäßig verteilen und tragen dann die Politur relativ großzügig, gerade im ersten Mal, weil unser Polierpad ja noch trocken ist, auf. Und mit der Menge an Politur behandeln wir jetzt ungefähr so, also ungefähr meine Handflächengröße. Ach, ganz wichtig, mach den Ring bitte ab, den ich trage. Ich mache jetzt mit der Hand nichts, deswegen macht es nichts, aber Ring ab oder wenn du ihn nicht abkriegst, zumindest einen Handschuh drüber, damit du mit dem Ring keine Kratzer am Lack oder am Scheinwerfer machst. Ich trage die Politur jetzt auf und jetzt kommt der Part, der mir das Fitnessstudio erspart. Das ist wirklich entscheidend. Wenn du hier nicht richtig doll drückst,
kriegst du kein Ergebnis. Das ist jetzt kein Zauberwundermittel, einmal rüberwischen, alles ist weg, sondern das ist jetzt körperliche Arbeit. Du musst wirklich drücken, es darf auch gerne quietschen, das ist kein Problem. Je mehr Kraft du hier aufwendest oder je mehr Mühe du hier gibst, desto besser wird das Ergebnis und desto mehr Geld sparst du dir am Ende, weil du nicht nochmal zum TÜV musst oder sofort einen neuen Scheinwerfer kaufen musst. Die Politur funktioniert ganz ähnlich wie so Scheuermilch, die man im Haushalt hat. Ist ein bisschen, sage ich mal, raffinierter, ausgereifter, ein bisschen weiter technologisch entwickelt, aber prinzipiell tragen wir hier die oberste vergilbte, kaputte Schicht ab und darunter kommt eine relativ neue Schicht wieder zum Vorschein. Und apropos abtragen, wenn wir etwas abtragen, dann haben wir ja danach weniger auf der Oberfläche, als wir vorher haben. Und wie wir das Problem lösen, dazu komme ich am Ende nochmal. Das Schöne an der Politur ist, man sieht jetzt hier beim Auftragen, wo noch toter Kunststoff oder toter Lack ist. Der zeichnet sich hier drauf ab. Da kann ich noch mal ein bisschen Politur nachlegen und noch mal gezielt dran arbeiten. Normalerweise als Aufbereiter polieren wir nicht mehr so viel von Hand, sondern nehmen die Maschine und man ist das gar nicht mehr gewöhnt. Das ist echt anstrengend. Also den Zahn muss ich dir ziehen, dass das hier mal eben schnell ist, aber das spart dir halt viel Geld und Zeit und Rennerei. Da kann man auch mal ein bisschen Anstrengung aufbringen. Fitnessstudio brauche ich heute auf jeden Fall nicht mehr. So, ich werde hier noch ein paar Minuten polieren, mir noch ein bisschen Training gönnen und dann schauen wir uns erstmal an, ob das überhaupt was gebracht hat, außer Muskelzuwachs. Bis gleich. So, die letzten Züge hier. Das war echt anstrengend. Ich wische gleich die Politur vom Scheinwerfer ab und dann gucken wir uns das an, was das gebracht hat oder ob ich jetzt hier nur wirklich ein kleines Fitnesstraining hatte. Ganz wichtig davor noch, der Scheinwerfer ist jetzt sehr, sehr schlecht geschützt. Wir haben eine kaputte Klarlackschicht, deswegen ist er so trüb, so hier schon gebrochen. Also hier ist tatsächlich der Kunststoff kaputt. Hier muss man den Scheinwerfer tauschen. Aber wir haben jetzt durch die Aufbereitung, und du wirst gleich sehen, wie gut das funktioniert hat, die Oberfläche so weit wieder durchsichtig gemacht, dass das Licht wieder vernünftig aus dem Scheinwerfer scheinen kann und dem neuen TÜV-Siegel nichts mehr im Weg stehen sollte. Wenn das jetzt eine Weile so bleiben soll, also wenn du jetzt sagst, ist mir eigentlich relativ egal, ich will nur den TÜV-Stempel, alles andere juckt mich nicht, deine Entscheidung, dann solltest du den Scheinwerfer auf jeden Fall versiegeln mit einer speziellen Scheinwerferversiegelung, weil der Klarlack, der schon kaputt ist, jetzt hier runterpoliert wurde, der kann den Scheinwerfer nicht mehr schützen. Das heißt, er wird relativ schnell wieder matt und anlaufen. Das heißt, jetzt nach so einer Aufbereitung ist eine Scheinwerferversiegelung Pflicht. Jetzt würde ich aber sagen, genug auf die Folter gespannt. Ich wische jetzt mal ab und zeige dir, was diese 10 Minuten Polierarbeit hier gebracht hat. Also im Vergleich zu vorher haben wir immer noch eine kaputte Oberfläche, aber die ist auf jeden Fall deutlich durchsichtiger. Ich sehe jetzt hier aber auch, wenn ich ins Licht reingucke, dass die Scheinwerferpolitur mit diesem harten Pad relativ grob war. Das ist jetzt für mein Auge als Aufbereiter absolut nicht ausreichend, würde ich so nicht abgeben. Das heißt, hier würde man eigentlich nochmal nachpolieren, aber eigentlich sei geschenkt, denn drüben zeige ich euch ja die Methode, wie ich persönlich vorgehe. Das hier wäre auf jeden Fall jetzt wieder ein Zustand, wo das Licht wieder schön reflektiert und im Vergleich zu vorher sieht man, glaube ich, für den Aufwand schon einen guten Unterschied. Jetzt gucken wir uns mal den Zustand an, der für uns relevant ist, nämlich wenn das Licht an ist. Darum geht es ja bei der ganzen Sache. Ich mache mal Licht an und du vergleichst mal vorher, nachher und entscheidest, ob du den Unterschied siehst und ob sich der Aufwand für dich gelohnt hat. Der Unterschied ist deutlich erkennbar. Noch lange nicht perfekt, aber auf jeden Fall eine gute Grundlage, um auch mal zu sehen, was der Profi daraus macht. Das heißt, ich zeige euch jetzt mal an dem Scheinwerfer, wie ich jetzt an diesem Schritt weitermachen würde, um ein hoffentlich noch besseres Ergebnis zu erzielen und dann natürlich auch, wie ihr nach der Profi-Methode oder auch der Do-it-yourself-Methode für zu Hause das Ergebnis auch konservieren könnt. Erster Schritt ist ein 1000er Schliff, also 1000er Feuchtschliff mit der Maschine, 2,5 mm Hub auf der Exzenter, um die oberste grobe kaputte Schicht erstmal zu entfernen. Nach dem Schleifen geht es ans Polieren, ist immer so ein bisschen Spiel hin und her, weil wir nie genau wissen, haben wir jetzt genug geschliffen. Wir können es immer nur erahnen, also es kann durchaus sein, dass wir nochmal nachschleifen müssen. Aha. Ich habe schon Mittag gegessen. Was macht ihr denn da? Scheinwerfer aufbereiten. Und der ist schon? Sieht das aus, als wäre er schon. Warum? Fragst du, Deswegen frage ich, ja, was willst dich bewerben, den anderen zu machen? Ja? Kannst du besser?
Nee, habe ich nicht gesagt. Achso? Na dann ist ja da. Soll ich den mal probieren? Das Stage ist für das Probier mal. Ich Alles mach hier klar. weiter, du machst drüben weiter und dann Alles klar. lass euch nicht irritieren. Ja, Quatsch. Marcel, brauchst du Hilfe oder? Nee, Nee? ich komm klar. Okay. Und selbst? Ich bin gleich fertig. Also ich bin fertig. Hab ja auch später angefangen. Das stimmt. Schon abgewischt? Machst du nicht, oder? Willst du mir nicht zeigen? Der Schummel. Schnell einen neuen Scheinwerfer eingebaut, glaube ich. Ohne Schleifen. Was war denn? Was hast du denn gemacht? Filzpad. Ah. Und dann? Mit welcher Politur? Audace. Schleifpolitur? Keine Scheinwerferpolitur. Gut, habe ich auch nicht genommen. Filzpad. Hier. Audace. Und zwischendurch Mit immer. Wasser oder was? Bisschen Und feucht gemacht. zwischendurch immer ein bisschen feucht gemacht, weil das Filzpad ist extrem Hitze, die entwickelt sehr viel Hitze und dadurch trocknet die Politur sehr schnell aus. Und dann immer mal wieder ein bisschen feucht gemacht, viel Politur genommen, deswegen sieht das bei mir auch ein bisschen dreckiger aus wie da drüben. Und dann, nachdem die Kombi fertig war, nochmal mit einem Woolpad hinterher. Und dann mit einem Medium Pad und Headlight Politur. Ja, hat 10 Minuten gedauert ungefähr. Das Ganze, was wir drüben in ungefähr einer halben Stunde gemacht haben. Ergebnis ist auf beiden Seiten nicht perfekt. Das liegt aber einfach daran, dass, wie angedeutet, der Kunststoff kaputt ist, was wir vorher aber nicht sehen können in so einem Fall. Das heißt, nochmal zusammenfassend, der erste Schritt ist immer, mit dem geringstmöglichen Aufwand von Hand ein Ergebnis zu erzielen, dass man irgendwie dahin kommt, wo man hin will, nämlich in dem Fall den HU-Stempel bekommen. Im zweiten Schritt haben wir geguckt, okay, wir wollen mehr rausholen, wir wollten den Scheinwerfer eigentlich wie neu da stehen lassen. Das hat sich nach dem ganzen Prozess gezeigt, hat nicht geklappt. Hier hätten wir 10 Minuten geopfert bei Marcels Methode, bei meiner ungefähr eine halbe Stunde. Okay. Der nächste Schritt wäre, einen neuen Scheinwerfer kaufen, wäre quasi rechtlich auch die saubere Variante. Oder aber Lackierer eures Vertrauens einmal ansprechen, den bitten, den einmal 240, 400 anzuschleifen, neuen Klarlack drüber und dann habt ihr technisch gesehen eigentlich einen neuen Scheinwerfer, wenn der Lackierer ordentlich arbeitet, weil ihr habt eine geschlossene Klarlackschicht. Ja, es ist nicht werkseitig beschichtet, ja, es ist nicht unbedingt zugelassen, da gibt es Diskussionen. Die ganzen Paragraphenreiter brauchen jetzt hier nicht in die Kommentare zu schreiben, aber ihr hättet für, was kostet ein Einbau und Scheinwerfer lackieren, vielleicht 50 bis 100 Euro beim Lackierer, den ihr kennt, qualitativ einen neuen Scheinwerfer, anstatt einen neuen zu haben. Aber davor, der Gang zum Aufbereiter wäre auch gar nicht schlecht, weil hätten wir jetzt hier ein Ergebnis erzielen können, hätten wir den Klarlack nicht komplett entfernt. Wir hätten noch originalen Klarlack drauf und könnten dann abschließend das tun, was wir jetzt auch tun werden, nämlich eine neue Beschichtung aufbringen und den Scheinwerfer erhalten. Ja. Das wäre quasi der Dreiklang der Scheinwerferaufbereitung. Erstmal selbst zu Hause ausprobieren, danach mit Marcels Methode, die hat nämlich ziemlich gut funktioniert, muss ich sagen.
danach zum Lackierer oder aber neuer Scheinwerfer. Und man hätte zum eventuell wieder 2 Jahre TÜV, die ja erstmal reichen. So, aber jetzt haben wir ganz viel erzählt. Jetzt machen wir noch hier den letzten Schritt. Die bleiben jetzt erstmal so, und zwar Versiegelung auftragen, denn das wollen wir euch auch noch zeigen. Ich wollte es euch ja eigentlich einfach machen und am Ende nur ein Set verlinken, das ihr kaufen könnt und damit das nachmachen könnt. Ich habe das Sonax Profiline Scheinwerferaufbereitungsset verwendet. Ganz ehrlich, kann ich leider so nicht ganz empfehlen. Ich sage jetzt auch warum. Es waren 2 Schleifpads mit bei, die sind jetzt irgendwo da hinten. 1000er Schleifpad, was wirklich nach einem Viertelscheinwerfer schon nicht mehr, keine Power mehr hatte. Also gut, dass ich noch welche hatte. Und ein 2000er, was ebenfalls schnell abgenutzt war. Also hier müsste mindestens die doppelte, dreifache Menge dabei sein. Und dann soll das Schleifpapier auch noch von Hand verwendet werden. Das wird relativ ungleichmäßig, finde ich nicht so gut. Deswegen haben wir da die Maschine verwendet. Und haben zwischendurch umgeswitcht und einfach dann andere Polituren, andere Schleifmittel genommen, um dann zum Ergebnis zu kommen. Was ich aber auf jeden Fall verwenden möchte, ist nämlich das Headlight Coating, was es hier drin enthalten ist, was es aber auch einzeln gibt. Das ist eine Scheinwerferversiegelung, die bei Osram getestet wurde und eine Freigabe bekommen hat, dass sie die Scheinwerfer nicht verändert, dass sie nicht vergilbt, dass sie, keine Ahnung, nicht dafür sorgt, dass der Scheinwerfer auf einmal pink strahlt. Also er hat auf jeden Fall, hier ist es drauf, ein Testverfahren bei Osram teilgenommen und es wurde ausprobiert, dass diese Scheinwerferversiegelung auf Scheinwerfern funktioniert, hält und die Scheinwerfer nicht kaputt macht. Ich finde die einfach aus einem, das ist natürlich cool, aber ich finde die aus einem anderen Grund ganz praktisch. Das Coating ist in so kleinen Sachets abgefüllt. Das heißt, man hat nicht eine Flasche, die man kauft, die macht man einmal auf und kann sie danach nicht mehr verwenden, beziehungsweise sie trocknet aus, geht kaputt, bevor ich sie das nächste Mal brauche. Sondern ich habe hier so kleine Sachets, die kann ich einfach einreißen, die reichen für 2 Scheinwerfer. Gebe hier einfach ein bisschen was von dem Coating drauf. Trage das hier einmal mit einem Vlies, mit einem Mikrofaserapplikator, womit auch immer, einmal schön gleichmäßig auf. Gehe gleich rüber auf die andere Seite. Tragen wir den Rest hier auf. Oh, das war sehr satt. Direkt danach, also man kann es auch wirklich Scheinwerfer für Scheinwerfer machen oder eine Minute ablüften lassen, ein Mikrofasertuch und poliere hier die Überreste aus. Wichtig ist, es darf jetzt 4 Stunden mindestens nicht nass werden. Eine Woche lang sollte es keine Chemie abbekommen, also keine Waschanlagen oder Handwäsche sozusagen. Und dann ist der Scheinwerfer wieder versiegelt. Drüben machen wir das auch noch und dann sind wir auch schon fertig. Während ich das jetzt hier noch auspoliere, müsst ihr nicht die ganze Zeit zugucken, sondern für euch gibt es jetzt Finish-Bilder, nochmal der Vergleich vorher und nachher, mit und ohne Licht. Und ihr dürft selber beurteilen, ob sich dieser Aufwand zur Erinnerung ohne Drehzeit, eine halbe Stunde an der Fahrerseite, 10 Minuten hier gelohnt hat. In dem Fall reicht es jetzt wieder für den TÜV. Wie gesagt, neuer Scheinwerfer muss hier auf jeden Fall her. Dafür sind alle Kinder an den Brunnen gefallen. Was auch immer, was hast du da? Ich habe hier noch was für dich. Sehr gut. Beim nächsten Mal nämlich das Filzpad. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Nachmachen. Alle Produkte unten in der Videobeschreibung zum Nachkaufen und Nachmachen. Danke für deine Hilfe, Marcel. Nächstes Mal machst du es dann komplett. So machen wir das. Oder ich mach so wie du. Danke fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal. Nee, abonniert die Glocke. Abonniert die Glocke. Abonniert die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Und drückt den Kanal. Drückt den Kanal. Ja.